Ja, genau so sah 2002 mein erstes Programm aus der Cubase-Serie aus, nämlich Cubase's VST4. Damit habe ich meinen Einstieg in die Musikproduktion gefunden, aber tatsächlich ist Cubase selbst noch viel älter, sogar älter als ich. Das allererste Cubase hieß Cubit und gab es für den Atari und das war schon 1989. Und aus diesem Grund feiert Cubase heute sein 30-jähriges Jubiläum und das feiern wir mit. Und Steinberg hat das heutige Video unterstützt und uns ein Gewinnspiel ermöglicht. Ich mache das gleich ganz transparent, ich habe für dieses Video kein Geld bekommen, aber Steinberg hat ein Cubase Pro 10 inklusive USB-E-License zur Verfügung gestellt, das ich heute hier verlosen darf. Den Link für die Teilnahme findet ihr unten in der Videobeschreibung und nochmal hier oben in der Ecke. Teilnehmen darf jeder ab 13 Jahren und ihr habt bis zum 15. Mai Zeit, euch dort einzutragen mit eurem YouTube-Account und eurer E-Mail-Adresse. Am 16. Mai wird der Gewinner oder die Gewinnerin dann zufällig gezogen. Herzlichen Dank an Steinberg für das Bereitstellen dieses tollen Preises. Ja, und ich dachte mir, ich nutze diese Gelegenheit heute mal, um euch meinen eigenen Einstieg in die Musikproduktion mal zu erzählen. Und zwar 2002, da war ich 11 Jahre alt, da hat mein Vater mir das Cubase's VST4 geschenkt und ich war komplett fasziniert davon, dass ich als Ein-Mann-Band alle meine Ideen festhalten konnte und die sich später jederzeit wieder anhören lassen. Und ich bin dadurch heute ein bisschen in nostalgischer Stimmung gelandet und habe mich durch alte CD-Stapel gegraben und dabei die Original-CD meines Cubase's VST4 gefunden. Die habe ich tatsächlich hier auf diesem System zum Laufen gebracht. Ja, und habe versucht mit meinem aktuellen Wissensstand mal eine Produktion in dem alten Cubases zu machen. Und das klang ungefähr so. Ja, und dabei sind mir ein paar Plugins begegnet, die ich damals total gefeiert habe, aber die in der heutigen Version Cubase leider nicht mehr unterstützt werden. Zum Beispiel der Brother Gregory, der singende Mönch. Du hast mich auch vermisst, oder Bruder? Ja. Als ich Cubase damals kennengelernt habe, gab es natürlich viel weniger Funktionen als in den heutigen Versionen. Ich hatte in Cubases zum Beispiel nur 4 Slots für VST-Instrumente, mehr konnte ich pro Projekt nicht verwenden. Und die Plugins waren bei weitem nicht so ausgereift wie heute. Es gab zum Beispiel viel weniger Parameter zum Steuern und die Plugins klangen oft auch nicht so natürlich. Im Mixer gab es zum Beispiel pro Kanal nur einen 2-Band-Equalizer und einen einzigen Insert-Slot für einen Effekt. Dazu noch 2 Sendeffekt-Kanäle für das komplette Projekt und das war's, damit musste ich auskommen. Und heutzutage ist die Anzahl meiner Audio-, MIDI- und Instrumentenspuren tatsächlich unbegrenzt in Cubase Pro. Ich habe die Projektdateien von meinen ersten Songs von damals leider nicht mehr wiederfinden können, aber es gab ein paar Exporte, die ich noch als Wave-Dateien gefunden habe. Also meine ersten Songs mit 11 Jahren klangen ungefähr so. Oder auch so. Ja, und auf diese Weise habe ich also meine ersten Songs damals geschrieben und die dann ganz stolz meinen Freunden präsentiert. Und das Feedback war aber leider so ein bisschen gemischt, weil die das mit der Qualität im Radio verglichen haben. Naja, ich habe mich also schnell wieder an Cubase rangesetzt und versucht besser zu werden dabei. Weil ganz auf der Qualität vom Radio war ich ja noch nicht, oder? Ja. Dort hat mich also mein Ehrgeiz gepackt und damit war der Grundstein gelegt für das größte Hobby meiner Jugend. Ich hatte zu der Zeit ein ganz kleines Setup, einen kleinen klapprigen Rechner, ein Mikrofon, das war das MD441 von Sennheiser. Dann hatte ich ein kleines Behringer Mischpult, meine BR25 Monitorboxen. Ja, und damit ging es einige Jahre rund. Ich habe mit dem Setup also hunderte Songs geschrieben und hunderte Songs gecovert und mit jedem Projekt was Neues dazugelernt. Ich habe mir dort ab Cubase SX immer die neuesten Versionen gekauft und war super gespannt auf die neuen Funktionen und wollte immer ausprobieren, was ich damit in meiner Musik verändern kann. Und ich habe das große Glück, jetzt seit vielen Jahren von meiner Musikproduktion leben zu können. Und es hat mir alles Cubase ermöglicht. Cool, oder? Ja. Aber um da hinzukommen, das hat natürlich viele Jahre gedauert und auch viel Fleiß gebraucht. Damals 2002, da gab es ja noch gar kein YouTube und da hatte ich niemanden, der mir das auf YouTube erklärt, wie das alles funktioniert.
Ich habe das damals also alles selber ausprobieren müssen, wohin man die Kickdrum und die Snare setzt, welche Harmonien gut miteinander zusammenpassen und wie man Sounds layert und so weiter. Ja, und weil ich mir damals als Jugendlicher selber jemanden gewünscht hätte, der mir das alles zeigt und erklärt, wie das mit der Musikproduktion funktioniert. Deswegen habe ich später selbst angefangen, auf YouTube Tutorials zu drehen über Musikproduktion und über Cubase. Genau das ist also auch heute noch mein Antrieb und meine Motivation, diese Tutorials zu drehen. Genau daraus ist zum Beispiel auch die komplette kostenlose Serie für den Einstieg in die Musikproduktion entstanden. In meiner Zeit als Produzent habe ich mit vielen verschiedenen DAWs gearbeitet und grundsätzlich sind alle wichtigen Funktionen in jeder professionellen DAW enthalten. Was für mich allerdings wichtig ist, ist, wie schnell und wie effizient ich mit einer DAW arbeiten kann. Und das beginnt eben in der Mikroperspektive. Wie leicht kann ich eine neue Spur erzeugen und darauf aufnehmen? Oder wie flexibel kann ich mit Presets arbeiten? Oder wie schnell kann ein ganzer Song hier in der DAW entstehen? An genau dieser Stelle habe ich in Cubase meinen effizientesten Workflow gefunden. Und genau das ist der Punkt, warum ich auch heute noch in Cubase arbeite. Ich denke, das sieht man auch in meinen Live-Beatmakings oder meinen Live-Sessions, wie schnell das gehen kann. Sehr schön, das Ende war richtig fett. Ich habe auf jeden Fall den gleichen Song hier aus Cubase VST 4 nochmal in Cubase Pro 10 reingeladen und darin exakt die gleichen Noten behalten, aber neue Instrumente und Effekte eingesetzt. Ja, und er zeigt sich schon, was in den 17 Jahren passiert ist in Cubase. So klingen die beiden Projekte im Vergleich. Damals, als ich mit Cubase angefangen habe, hätte ich mir mehr Spuren und mehr Plugins drin gewünscht. Und in der Zeit, die ich jetzt Cubase miterlebt habe, sind so viele Innovationen hier dazugekommen, dass inzwischen meine Möglichkeiten nahezu unbeschränkt sind. Für Neueinsteiger ist es mit heutigen Versionen von Cubase sogar möglich, ohne musikalisches Vorwissen in kurzer Zeit eigene Songs zu produzieren. Und ich finde das großartig, das kann man gar nicht genug wertschätzen. Deswegen an dieser Stelle, Dankeschön für Cubase. Okay, war's das schon wieder mit dem heutigen Video? Ja. Na gut, dann viel Glück beim Gewinnspiel, bis zum nächsten Video und macht's gut.